Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und heute soll es mal um die Entscheidung gehen, kaufe ich ein Wohnmobil oder einen Camper oder miete ich lieber für einen Urlaub und komme da besser weg. Wir schauen uns das näher an, auch was die Zahlen sagen. Bleibt dran, bis gleich. Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt schauen wir uns doch mal grundsätzlich die Zahlen näher an, weil ich glaube, das ist ein wichtiges Zahlenthema auch. Was ist denn effektiver? Nicht nur vom Herzen, vom Gefühl, sondern auch von den Zahlen. Wichtig ist natürlich zu betrachten, jemand, der mietet, wird natürlich nicht so viel reisen können, wie jemand, der eins besitzt. Das heißt ja nicht zwingend, dass derjenige, der eins besitzt, so viel mehr reist. Ne? Das ist nicht bei jedem so, nicht jeder kann das so, nicht jeder hat so viel Urlaub. Ja? Ich denke jetzt gerade mal an Familien, wo sich die Partner da den Urlaub so ein bisschen aufteilen müssen, wo es nicht immer klappt, dass die 6 Wochen zusammen haben. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, es gibt Leute, ich sag mal, Kinderlose oder Rentner oder wie auch immer, die können natürlich viel mehr verreisen. Und das ist natürlich zu berücksichtigen. Ne? Also ab einem gewissen Punkt der Reisehäufigkeit ist natürlich ein eigenes viel sinnvoller. Ne? Das werdet ihr gleich bei den Zahlen auch nochmal sehen, aber grundsätzlich müsst ihr das betrachten, ein bisschen, wie häufig man mietet, wie häufig man ein Wohnmobil benutzt. Das hat natürlich viel damit zu tun, ob Mieten oder Kaufen sinnvoll ist. Ich habe mal ein paar Zahlen genommen, ich versuche das mal nebenbei auch ein bisschen einzublenden. Ich habe auch Werte genommen von Paul Camper, die ich normalerweise so an Mietpreisen nehme. Geht jetzt mal um die Hauptsaison, 129 € die Nacht. Es gibt natürlich auch Zeiten und Camper, je nach Region, je nach Nachfrage, da können die teurer sein. Dann verändern sich natürlich die Zahlen auch, ne? Zugunsten des Besitzes, des eigenen, des Kaufs. Ne? Also ich habe jetzt mal genommen einfach, wir gehen mal davon aus, man mietet 14 Tage im Sommer, das sind dann aber nur 12 Reisetage, weil man muss immer natürlich berechnen oder kalkulieren, einen Tag vorher, einen Tag nachher habe ich als Mieter das B-Räumen, ich muss es holen, ich muss es einräumen, ich muss es im Nachhinein auch wieder sauber machen und dann zurückbringen. Da geht oft ein Reisetag verloren. Das hat man natürlich als Besitzer nicht so. Natürlich muss man das auch vorbereiten und im Nachhinein wieder ausräumen. Aber das passiert oft nebenbei. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen Tag habe, einen Freitag, wo ich noch arbeiten muss zum Beispiel und ich komme Nachmittag nach Hause, dann kann ich natürlich nach der Arbeit dann was mobil, was direkt schon bei mir vor der Tür steht, bereit am Strom, dann kann ich da mein Wasser reinmachen und kann da parallel mein Zeug reinräumen. Ein Großteil ist ja schon drin. Bei Besitz muss ich natürlich nicht immer raus und leer und reinräumen, sondern man hat da eine Grundausstattung drin. Ne? Und dann kann ich am nächsten Morgen direkt losfahren. Ne? Das ist auch so ein gewisser Vorteil von dem Besitz. Ja, ich habe da weniger Hin- und Heraufwand. Ne? Also wir gehen jetzt mal davon aus, 14 Nächte oder 14 Tage habe ich Urlaub, Reisen, 12 sind es tatsächlich Reisetage. Das wären dann, wenn ich 14 Tage mieten muss natürlich, sind es bei Paul Camper 13 Nächte. Ihr wisst ja, bei Paul Camper bezahlt man nur die Nächte. Das wären dann 129 € mal 13 Nächte, wären jetzt hier 1677 € in dem Beispiel. Außerdem sagen wir mal, eine Familie oder wer auch immer mietet dann nochmal einmal im Frühjahr zum Beispiel. Ob jetzt Frühjahr oder Herbst, jetzt egal. Ich habe jetzt Frühjahr genommen, auch wieder 129 € für eine Woche. Das sind 6 Nächte. 129 mal 6 sind 774 €. Zusammen wären das dann 2451 €, die diese Familie für die Miete von einem Wohnmobil ausgibt. Verreisen tun sie dafür 3 Wochen im Jahr. Ne? Beim Kauf hingegen habe ich jetzt mal ein paar Zahlen angesetzt und das muss nicht immer alles 1000%ig auch zu euren Zahlen passen. Das sind Beispiele und ich versuche damit mehr oder weniger so eine Richtung für uns zu finden. Ne, dass wir eine Orientierung sehen, oh, in die Richtung geht's. Das muss nicht 1000%ig stimmen, aber ihr werdet sehen, die Zahlen sind natürlich schon aussagekräftig, was wie effektiv ist. Also, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, man hat eine Rate. Nicht jeder hat eine Rate, manche haben das bar bezahlt, da ist das wieder was anderes, da ist der Wertverlust dann irgendwo ein Thema. Ne? Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, man hat eine Rate von 450 €. Diese Kosten sind im Monat da. A12 Monate sind 5400 € im Jahr. Dann 240 € Steuern, in meinem Beispiel im Jahr. Alles, das sind jetzt Jahreswerte. Ne? 600 € Versicherung, 500 € für einen Stellplatz. Hat nicht jeder, habe ich nicht. Manche haben es, aber wir nehmen es mit rein. Wir wollen ja nichts schön. Dann 1000 € für, ganz pauschal, für TÜV, für Dichtigkeitsprüfung, für Gasprüfung, für potenziellen Service, der irgendwie auch mal kommt und potenzielle Reparaturen.
Ne? 1.000 Euro. Das kann natürlich auch unterschiedlich sein. Wenn man gar keine Reparaturen, keinen Service hat in dem Jahr, dann sind es vielleicht insgesamt 200 Euro oder 150 Euro. Und wenn natürlich eine große Reparatur ansteht oder Reifen kaufen oder was, ein Service, dann kann es mehr sein. Pauschal, wir wollen nur eine Richtung. Das sind 2.340 Euro für die jährlichen Kosten, Nebenkosten sage ich jetzt mal. Und dann kommen wir mit der Finanzierung auf 7.740 Euro im Jahr für so ein Wohnmobil. Im Besitz, ja, wenn man finanziert. Wertverlust ist nochmal was anderes, da ist die Zahl ein bisschen niedriger. Ne? So, jetzt seht ihr natürlich schon, 2.451 Euro gegen 7.740 Euro. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Und jetzt muss man natürlich sagen, jetzt kommt nochmal der Punkt, nach 10 Jahren, als Beispiel, ist hier dieses Wohnmobil, was jetzt hier auf 120 Monate gerechnet ist, auf 10 Jahre, da fällt die Finanzierung weg. Da hätte man dann nur noch diese Kosten von ca. 2.300 Euro. Natürlich sind nach 10 Jahren auch die Reparaturen wahrscheinlich höher, aber grundsätzlich geht das dann in die ähnliche Richtung. Auch dann ist man nicht viel günstiger unterwegs, wie man hier sieht. Ne? Also auch da kommt das dann annähernd so, wie wenn man mieten würde, selbst nach 10 Jahren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie oft reist man? Vorteil, wie schon erwähnt, bei einem Besitz ist, ich kann viel, viel mehr wegfahren. Ich kann jedes Mal wegfahren, wenn ich Ferien habe. Ich kann über das normale Wochenende wegfahren. Ich kann über lange Wochenenden wegfahren oder solche Sachen wie Schlittenfahren. Wir machen das öfters, wir fahren irgendwo hin in die Berge, ne, in der Nähe, eine Stunde oder 1,5 Stunden entfernt mit dem Wohnmobil. Schlittenfahren und normalerweise, wenn man mit dem Pkw fährt, halbe Stunde, Stunde, dann ist man durch, die Kinder noch eher, dann muss man wieder nach Hause, weil alle durchgefroren. Wenn wir mit dem Wohnmobil sind, dann wird das eine Tagesaktion, weil dann gehen wir nämlich ins Wohnmobil, das ist am Heizen in der Zeit, trinken einen Tee, trinken einen Kaffee, wie auch immer, wärmen uns auf, danach geht die Action weiter. Ja? Das sind so gewisse Vorteile, genau wie Drachensteigen. Also ein Wohnmobil kann man auch anderweitig noch benutzen, wie nur für so einen Großurlaub. Ja? Oder Besuche bei Verwandten. Ne? Gerade in Corona-Zeiten mit dem Wohnmobil, dann hat man seinen Schlafplatz, man ist nicht angewiesen auf irgendwelche Unterkünfte oder Hotels. Selbst Essen gehen ist ja bei Corona-Zeiten speziell gewesen. Die Leute mit einem Wohnmobil konnten ein Wohnmobil-Dinner machen, alle anderen konnten gar nichts machen. Also es hat natürlich gewisse Vorteile, man kann es vielfältiger benutzen. Ja? Und das ist zu berücksichtigen. Aber grundsätzlich ist das eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Ich muss natürlich sagen, es geht ja hier auf dem Kanal auch stark darum, sein eigenes, privates Wohnmobil zu vermieten. Und das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, ihr seht jetzt hier, ein Kauf gegenüber einer Miete für Urlaub ist jetzt nicht immer effektiv. Beziehungsweise man muss es schon sehr viel nutzen, damit es effektiv wird oder gleich wird. Aber wenn ihr Vermietung in Betracht zieht, das heißt die Vermietung von eurem eigenen Wohnmobil, dann ist das wieder was ganz anderes. Denn dann ist es möglich, diese Kosten, diese jährlichen Kosten, ganz oder zum Großteil zu amortisieren. Das heißt, dass ihr wirklich die über diese Vermietung reinbekommt und dann doch wieder ein Wohnmobil habt, was vielleicht genauso viel kostet, wie wenn ihr mal 3 Wochen mieten würdet oder vielleicht sogar weniger kostet, wie wenn ihr mieten würdet. Und ihr könnt es natürlich viel mehr benutzen. Also von daher, ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Zahlen geben. Also Vermieten vom eigenen Wohnmobil ist natürlich eine gute Möglichkeit. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen bei der Frage mieten oder kaufen. Ich freue mich natürlich zukünftig, wenn ihr dabei seid, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Das ist immer ganz schön. Ansonsten schaut euch gerne die weiteren Videos an. Da gibt es viel zum Thema Vermieter sein, Vermieten vom eigenen Wohnmobil. Natürlich auch Mieten und Reisen, allgemeine Campingthemen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Habt eine schöne Zeit, habt schöne Reisen. Bis bald. Ciao, ciao.